Hallo, schön, dass ihr da seid. In diesem Video geht es um eine EQ-Plattform mit fotografischer Funktion, also einer Nachführung in Rektastation und Deklination von der Firma TMS Astro. Dies ist der zweite Teil. Es gibt einen ersten Teil, wo ich grundsätzlich mal auf die Funktion der EQ-Plattform eingehe, wie das funktioniert, worauf man achten muss und so weiter. Und es gibt noch einen dritten Teil, in dem ich dann ganz praktisch zeigen werde, wie man einen 16 Zoll Dobson auf dieser Plattform montiert und dann auch in der Praxis betreiben kann. Ich bedanke mich schon mal im Vorhinein für eure Geduld. Ich weiß, das ist ein sehr langes Video. Aber A, es gibt relativ wenig Videos über EQ-Plattformen und B, es gibt praktisch überhaupt gar keine Videos über solche Plattformen mit einem ST4-Anschluss. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eine doch intensivere Review zu machen von dem Teil. Ihr seht hier, dass ich tatsächlich schon einen Beobachtungsabend hinter mir habe und ich kann sagen, das ist ein voller Erfolg gewesen. Was ich nicht testen konnte, ist die ST4-Funktionalität, aber insgesamt die Stabilität der Plattform. Und das war einfach klasse und hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe es auch eingescheinert. Das Teil war punktgenau auf demselben Objekt. Klasse. Dazu gibt es ein extra Video, in dem ich dann eben die Funktionalität zeige und hoffentlich auch ein bisschen ERA. Habt ein bisschen Geduld, das wird mit Sicherheit 2 Monate dauern, bis das Video fertig ist. Deswegen gebe ich jetzt auch noch keine Kaufempfehlung raus. Erst wenn das Ding komplett getestet ist. Ich persönlich, wenn er mich fragt, bin der Überzeugung, für den Preis kann man mit dieser Plattform nichts falsch machen. Und wenn man jetzt nicht ein super hochpräzises Gerät erwartet und vielleicht auch nicht unbedingt wie angegeben hier 30 Sekunden oder 300 Sekunden waren das, glaube ich, sogar belichtet, sondern vielleicht im Kurzbelichtungsbereich von 10, 15 oder 20 oder 30 Sekunden bleibt, dann schätze ich mal, ist diese Plattform absolut dafür geeignet. Aber wie gesagt, abwarten. Mein endgültiges Urteil, das steht noch nicht fest und das wird davon abhängen, wie die fotografische Nachführung mit dem ST4 tatsächlich funktioniert. Und ich werde das mit Stellarmate machen, also mit ECOS und K-Stars, nicht mit Nina oder auch nicht mit irgendeinem anderen ASI-R oder sonst was, sondern mit Stellarmate. Und da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Video und ansonsten wie immer Clear Skies und viel Spaß. So, hier sehen wir die alte Martini-Plattform, wie sie an der Rockerbox befestigt wurde, in der Mitte drehbar mit dem Kugellager. Hier unten die eigentliche Plattform. Das war auch mit einer Kaufentscheidung, die hat sich einfach bewährt. Und von der Größe her ist die praktisch identisch. Das ist die alte Plattform vom Dieter Martini aus Holz und mit so einer ganz einfachen Motorsteuerung. Ich glaube, brauchen wir jetzt nicht viel erklären. Also das ist natürlich schon, ja, das sind Welten. Macht aber im Grunde genommen das Gleiche. Der Unterschied ist halt, dass die nicht, also diese Bewegung, die kann die halt nicht machen. Und die ist hier computergesteuert, also die ist exakt. Und die musst du ständig, während du beobachtest, musst du das ständig nachjustieren. Das ist also nicht so toll. Ach, ich freue mich mega. Bin ich mal gespannt. Jetzt möchte ich euch aber natürlich auch sagen, warum habe ich diese Plattform gekauft? Wie bin ich da drauf gekommen? Nun, ich habe immer über die Jahre mal im Internet recherchiert, da ich die Idee schon sehr lange hatte. Die G-Optik eArta, die hat ja keine Decknachführung, auch kein STL. Das war einfach nur eine normale Plattform, meine erste EQ-Plattform. Und ich habe immer so ein bisschen geschielt nach einer Plattform, die ich über einen ST4-Anschluss nachführen kann. Mit dem Ziel, mit dem Dobson
EAA zu machen, also zu fotografieren, aber nicht nur, beziehungsweise im Beobachtungsabend zum Beispiel auch mal ein Objekt schnell auf dem Tablet zu zeigen, also so ein Live-Stacking zu machen, aber auch um das visuelle Beobachten und die Nachführung zu perfektionieren. Da gibt es zwei Varianten. Die erste Variante, das sind die alten TMS Astro Plattformen und auch diverse andere, die führen nur in Rektaszension nach, also bewegen den Kegel und haben aber auch einen ST4-Anschluss, um in der Bewegung nachzuführen. Wenn sie ordentlich eingeschaltet sind, reicht das. Aber es gibt eben auch Plattformen, die auch in der Deklinationsachse nachführen. Und dazu ist es notwendig, die Wippe sozusagen, also die Platte oben in Richtung der Deklination, also von Norden nach Süden hin, nach oben und unten bewegen zu können. Und das macht man in der Regel durch so eine kleine Spindel. Die gab es oder gibt es schon länger, wenn man das im Google mal eingibt oder in der Suchmaschine eurer Wahl, dann findet man oder fand man, in der Regel kam man also relativ schnell auf diese hier, die Äquatorial-Plattforms. Diese Plattform ist eine Mischung aus einer VNS-Plattform, also mit diesen vertikalen Segmenten auf der Nordseite und einer Kreissegment-Plattform oder Konstruktion auf der Südseite mit so einem quasi Ausschnitt aus einem Vollkreis, der leicht schräg gestellt ist. Ja, zwei Dinge. Also A, sehr, sehr, sehr teuer. Also da reden wir mal irgendwo von 2.500, 3.000 Euro. Ich müsste jetzt die Preisliste mal nachgucken, aber ja, genau. Oder noch teurer. Und was mich an der auch gestört hat, also sie hat hier diese Decknachführung, ne, und die hat auch einen ST4-Anschluss. Was mich gestört hat, ist, dass diese Kreissegmente fest verschweißt sind und man die nicht wechseln konnte. Du warst schon mal ein K.O.-Kriterium. Nee, also kaufst du nicht. Oder du baust es eben anders selbst. Dann kam vor ein paar Jahren diese TEPP aus Ungarn auf den Markt und fand ich cool, aber 25 Kilo oder 28 Kilo, glaube ich, wiegt das Ding, also irre groß, hat eine entsprechende Nachführung in der Deklinationsachse. Man sieht hier vorne den Motor. Ist sehr unhandlich, sehr schwer und hat dieselbe Konstruktion wie die e-Arta, die ich ja damals dann verkauft habe. Man sieht hier, die steht hier auf 30 Grad. Ne? Und wenn man, wie bei uns, in unseren Breiten mit 50 Grad nördlicher Breite, dann wandert das Ding hierher und also das Südlager, und das Ganze ist ein absoluter Wackeldackel. Also das schwänzelt hier vorne dann hoch und runter. Das ist eine absolute Katastrophe. Deswegen kam das für mich auch nicht in Frage und auch der Preis war happig. Ich glaube 2.500 Euro wollte er dafür haben. Ist klar, ist eine wahnsinnig komplexe Konstruktion. Kam für mich nicht in die Tüte. Ich habe weitergesucht und durch Zufall eben bin ich hier auf die Firma TMS Astro gestoßen. Erstmal auf die alte Form, also diese Holzplattform, und dann bin ich auf die Webseite gegangen und sah, aha, da gibt es was Neues. EQ-Plattform für Astrophotography mit ST4-Port. Ich sage, bingo, das ist genau das, was du willst. Der hat hier auch zwei kleine Bildchen, wo er zeigt, dass er einmal 300 Sekunden, einmal 600 Sekunden nachgeführt hat. Ich mache jetzt kein Pixel-Peeping, könnt ihr euch selbst anschauen, wenn ihr das wollt. Preise standen hier auch. Gerade mal gucken, 520 Euro kostet das. Das sind aber noch, genau, das sind die Preise für die alten Plattformen. Also ich habe hier nichts gefunden. Discontinued, die gibt es auch nicht mehr. Also er ist jetzt komplett umgestiegen auf diese neue Form. Dann gucke ich weiter und sehe, dass ich das Ganze bei Telescope Express kaufen kann. Also mit Garantie von einem Hersteller, den ich gut kenne und bei dem oder Vertriebler, bei dem ich auch viel kaufe oder eigentlich fast alles. Tja, und dann habe ich auch den Preis gesehen und gedacht, okay, also da kannst du bei der Konstruktion nichts falsch machen. Habe auf den Kaufen-Knopf gedrückt, nochmal drüber geschlafen und dann habe ich es auch wirklich bestellt. Man sieht, die ist jetzt auch aktuell nicht mehr lieferbar. Tamas Horvath aus
Ungarn, der diese Plattformen wohl baut, der muss die erst wieder bauen. Wie das gemacht wird, kann man sich sehr schön im Internet nachgucken. Und vor allen Dingen, was mich fasziniert hat, ist hier ein Video über den Controller. Der hat hier so einen Push-Button. Ich werfe das Video mal an. Und dadurch kann man also die Plattform, oder er hat eine Automatikfunktion und dann 10 Sekunden Zeit, das zu unterbrechen und fährt wieder zurück. Fand ich toll. Die zweite Geschichte, die ich super fand, war, dass sie ein Polar Alignment Feature hat. Das ist nichts anderes, als dass das Ding hin und her schwänzelt und man die Gelegenheit hat, die Plattform ordentlich einzunorden. Okay, das war für mich dann klar. Ich kaufe das Teil und ja, jetzt gucken wir uns die auch mal an. Die hier bestellte Plattform vom TMS Astro, die habe ich über Teleskop Service bestellt. Man kann sie aber auch direkt in Ungarn kaufen. Man sieht, sie ist gut verpackt gewesen, ausgezeichnet. Es gibt einige Zubehörteile, auf die gehe ich im Einzelnen später nochmal ein. Hat ungefähr eine Länge von 60 Zentimetern und ungefähr eine Breite von 50. Hier sieht man die entsprechenden Höhenräder und das Ganze ist auch ordentlich gebaut, stabil aus Aluminium vernietet. Hier ist ein ganz interessante Zubehörteile dabei, wo ich erstmal rausfinden musste, für was die überhaupt gut sind. Eine Gebrauchsanleitung lag leider nicht dabei, aber das ist auch nicht tragisch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Alles in allem gehen wir auf die einzelnen Aspekte der Plattform ein. Das sind hier nur mal ein paar Bilder, um euch zu zeigen oder so ein bisschen aufzuwärmen und mitzunehmen, was euch hier in diesem Video erwartet. Nach dem Auspacken kommt das Gerät quasi upside down und man darf dann erstmal die Füße einschrauben. Man sieht hier den Motor für die Deckachse und die Mechanik. Auch hier hinten, das macht einen sehr guten Eindruck von der Mechanik her. Die Auflage der Höhenräder, sehr gut gelöst. Das Ganze ist extrem leicht. Also man merkt, es wiegt wirklich nur 8 Kilo, ist aber trotzdem sehr stabil. Man kann jetzt auch schon erkennen beim Aufbauen, dass man sehr gut an die Räder dran, an die Einstellungen drankommt, von hier. Und aber auch natürlich, also wenn man das dann verstellen möchte, wenn das Instrument drauf ist, aber auch die Kontermutter, das hat er einfach gut gemacht. Also man kommt von allen Seiten vorne gut dran, hinten hat er das genauso gelöst. Ja, hinten kommt man auch super hier dran, das ist nämlich wichtig für die Einstellung. Das sind 3D gedruckte Teile, das heißt, wenn ihr das mal anschaut, wenn das mal kaputt geht, das kann man auch jederzeit selber für den 3D-Drucker nachdrucken. This is intelligent sealed lead acid battery charger, which is designed especially. Adopt advanced 3-step charging. Also das ist ein Bleiakkulader mit IC, also ein relativ intelligenter Bleiakkulader. Hatten wir schon besprochen, diesen Charger, der ist halt dabei. Das ist ein IC-Akkulader, der die Batterie sehr schonend lädt. Also den kann man immer dran lassen, wenn man das Ding zu Hause hat. Und dann wird es halt einfach hier reingesteckt. Auf der anderen Seite von dem Gerät, und dann finde ich eigentlich auch ganz praktisch, ich nehme das mal oben ab. Ein bisschen vorsichtig machen. Ist hier ein Stecker und das ist die eigentliche Stromversorgung. Das heißt, man kann hier eigentlich jeden 12 Volt Akku dran machen. Sofort, aber bei der Erstbetriebnahme ist der Akku abgestöpselt, was natürlich Sinn macht, weil der sich sonst entlädt. So, und dann haben wir schon den ersten Unfall. Also das geht ganz leicht ab. Da muss man echt aufpassen. Noch eins, weil man ja gerade so ein bisschen gesehen hat, ich habe hier wieder dran gezogen. Und das ist natürlich gefährlich, weil man hier ganz schnell Zug auf diese Stecker bringt. Ja, sind aber normale XJ irgendwas Stecker, wenn man so auch ein 3D-Druckboard hat. Aber ich bin einfach hergegangen und habe jetzt hier mit Gafferband eine Zugentlastung dran gemacht und auch das Kabel habe ich neu gelötet. Der
Tamasch war so nett und hat mir einfach gesagt, welche Kabel wohin gehören. Das war eine Sache von 2 Minuten, dann war das wieder repariert. Also Zugentlastung ist wichtig. Das sind die Standard-Stepper-Motoren, sieht man übrigens auch an der Verpackung. Das heißt, auch das sind Sachen, die man jederzeit wieder nachkaufen kann, wenn da mal was kaputt geht. Das sind Standardteile. Alles ist hier Standard an der ganzen Plattform. Es ist genietet. Das sieht aus wie ein ganz normaler Alu-Rechteckrohr, ne? In Anführungszeichen, mit 3D-Druckteilen am Ende. Also alles, was hier dran ist, ist irgendwie gut reparierbar. Also wer eine CNC-Fräse hat oder jemanden kennt, der kann auch sowas nachbauen. Sowas geht natürlich nicht kaputt, aber könnte ja sein. Finde ich mega gut, wie das hier gelöst ist. Gefällt mir. Noch eine Besonderheit, und das sieht man halt, solange jetzt die Plattform noch umgedreht ist, hat er wirklich absolut massive Stücke verwendet an Alu, also von der Dicke her. Ich würde mal sagen, das ist gut 1 Zentimeter oder also mindestens 8 Millimeter dick. Finde ich einfach gut, an der Stelle nicht zu sparen. Da habe ich leider viel zu viele Plattformen gesehen, die nicht so gut sind. Und hier sieht man das vielleicht, das ist belegt mit Duct Tape. Ganz einfaches, simples Duct Tape, damit der Motor hier einen Grip hat. Also eine ganz geniale, einfache Lösung. Ich bin gespannt, wie es in der Praxis funktioniert. Aber das gibt uns auch die Gelegenheit, uns die ganze Sache nochmal von oben anzuschauen. Ja, man sieht hier ein paar Spuren, Laufspuren, Spuren, die ich hier auch sehe. Na gut, das wird sich nicht vermeiden lassen auf die Dauer. Ja. Und hier nochmal die Motoreinheit und das wackelt, hat halt ein bisschen Spiel. So ist es, ist nicht schlimm, ist nicht tragisch. Okay, also das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich musste da jetzt nochmal online nachschauen. Also auf Stepper Online findet man diese Planetengetriebe. Der hier verbaut ist, ist ein 27:1 Planetengetriebe. Das einfache Modell kostet ungefähr 30 €. Und hier haben wir eben diese etwas präziseren Varianten. Die findet man auch auf AliExpress. Ne? Und das Erste, was auffällt, ist, also A, ist es 30:1 und nicht ein 27:1. Das ist eigentlich auch so der Industriestandard. Man hat so 10:1, 20:1, 30:1, 40:1, 50:1, 100:1. Also eher ganzzahlige Zahlen. Das wäre dann einfacher auszutauschen als dieses 1:27. So, Punkt 1. Punkt 2 ist eben, das hat eine sehr viel höhere Qualität, kostet halt auch das Doppelte. Aber meine Meinung ist, bei einer Montierung für 1.300 € kommt es jetzt auf die 30 € auch nicht mehr an. Und dann hätte man doch lieber was Präziseres nehmen sollen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, aber das ist leider noch ein bisschen teurer. Es gibt diese Getriebe mittlerweile auch auf der chinesischen Seite AliExpress oder wo auch immer als Harmonic Drive. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Ich habe sie schon gesehen, also nur das Getriebe für 50, 60 €, kosten aber, wenn man sie regulär kauft, bis zu 180 €. Also da sind wir noch ein bisschen weg. Und wahrscheinlich schießen wir hier auch mit Kanonen auf Spatzen. Aber ich fände das cool, einen spielfreien Antrieb zu haben. Und warum soll man das nicht tun? Also zumindest ein hochpräzises Getriebe gehört hier, denke ich, auf jeden Fall in die RA-Achse. Das wackelt, hat halt ein bisschen Spiel. So ist es, ist nicht schlimm, ist nicht tragisch. Den Akku, die Verkabelung, wenn wir das halt abnehmen, muss man ein bisschen aufpassen. Hier sieht man den Stopp für die Deckachse. Und man sieht auch hier, das scheint ein anderes Getriebe zu sein als das hier. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das ist derselbe Motor, aber ein anderes Getriebe, wahrscheinlich eine andere Übersetzung. Ja, insgesamt aber
ist es völlig in Ordnung und auch, wie gesagt, sehr stabil gebaut. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Also da muss man keine Bedenken haben. Die TMS Astro Plattform oder viele Plattformen haben oder die Hersteller bieten halt verschiedene Kreissegmente an. Man kann die Plattform ein bisschen kippen, also sprich das Südlager nach unten bringen oder das Nordlager nach oben oder vice versa. Die Kreissegmente, die ich hier habe, ich wohne ja in Deutschland, in der Nähe von Mannheim oder in Ludwigshafen, also Mannheim-Heidelberg. Das ist hier ziemlich am Rand von dem, was der Hersteller hier vorgesehen hat. Der hat nämlich ein Segment kreiert, das ist geeignet für eine nördliche Breite von 45 bis 50 Grad, dann etwas südlicher von 40 bis 45 Grad und sogar offensichtlich noch tiefer und auch von 55 bis 60 Grad. Also damit ist man hier komplett in Europa ausgestattet. Konstruktiv viel weiter südlich wird es wohl nicht möglich sein. Nördlich weiß ich jetzt nicht, müsste man mal schauen, aber ich glaube, das ist durchaus auch denkbar. Müsste man mal mit dem Hersteller sprechen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Die Kreissegmente sind wechselbar. Da sind hier so 2 Schräubchen und dann kann man die alte abmachen und die neue dran montieren. Es ist also relativ straightforward. Und das ist halt der Vorteil von der VNS-Plattform. So. Nach einer ganzen Weile, Sie kann man doch sehen jetzt nach diversen Tests, das Duct Tape ist schon ziemlich angeschlagen. Wird übrigens auch in der Gebrauchsanweisung nochmal hervorgehoben, dass das also ein Maintenance-Task ist. Und ich habe da in der Werkstatt ziemlich rumgefuhrwerkt, muss ich sagen. Ich habe das Ganze mal ja auch schon getestet und live gehabt. Also der Abrieb ist relativ okay. Es muss jetzt einfach die Zeit zeigen. Ich sehe da aber kein großes Problem drin. So, da wird es Zeit, das Ding mal rumzudrehen. Ich habe jetzt mal auf Weitwinkel geschaltet. Sorry, ich muss das hier mit einer Hand machen. Ich habe jetzt hier noch kein Stativ. Und drehen wir die Kiste mal rum. Und da ist das gute Stück. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hier vorne sieht man die Aufnahme. Hier so ein, das ist ja super. Das ist hier ein drehbares Lager. Da ist der Lagerzapfen, der muss da natürlich rein. Und dadurch, dass er das hier so gemacht hat, dass das sich auf und ab bewegen kann, das ist ein kleiner Zylinder, dadurch hat er eben das Spiel, das er braucht. So, auf groß, jetzt kommt natürlich hier der Hauptteil, nämlich der Zapfen. Wieder ein bisschen blöd mit einer Hand, aber gut, sorry, wegen dem Gewackel. Also der Zapfen, der muss jetzt hier rein. Ich selber mal mit der Kamera gucken, weil ich das so nicht sehen kann. Ich glaube auch, das sollte man beim Transport wirklich, jetzt ist es drin, es ist reingeflutscht, hat spürbar fast null Spiel, macht einen sehr guten Eindruck. Jetzt sieht man noch eine andere Sache. Man muss hier höllisch aufpassen. Das Ding verkantet ganz leicht. Also ich denke mal, beim Transport oder so muss man auf jeden Fall, brauchen wir vielleicht noch eins von denen. Also nicht nur das hier, sondern ich werde da noch ein zweites hier vormachen oder werde mir irgendwas überlegen, irgendwas drucken, damit das hier nicht aus Versehen verrutschen kann. Wenn das Teil steht, ist das kein Problem. Aber das scheint mir so ein bisschen die Achillesferse zu sein. Das ist hier wohl die Aufnahme für die Spindel. Ich habe das Teil jetzt mal hochkant gestellt. Also unten ist ja alles flach und gibt keine Rätsel auf. Und zwar habe ich das gemacht, weil ich wollte mir mal die Mechanik hier genauer anschauen oder überhaupt, was sich hier unten abspielt. Also A, sieht man hier den Notausschalter. Gibt keine Rätsel auf. Kann man sich drüber streiten, müsste man da vielleicht noch eine Abdeckung machen? Ja, könnte man tun, muss aber nicht unbedingt sein. Ne, hier ist der Notaus, wenn das Ding zu weit runterkommt.
Dann haben wir hier den Stepper-Motor mit Getriebe, Planetengetriebe. Ich muss mal prüfen, was das für einer ist. Also von der Qualität her, da gibt es nämlich Qualitätsunterschiede. Und jetzt kommt's. Jetzt gucken wir uns mal hier diese Mechanik an. Also das ist ja mega genug. Jetzt habe ich das auch verstanden. Also der Riemen geht hier rein und er hat hier Umlenkrollen. Ich nehme mal an, dass es 3D gedruckt ist. Weiß nicht, ob man das... Ja, jetzt kann man es besser sehen. Das sind Umlenkrollen. Das heißt, der Riemen wird gedreht und geht dann hier im Hohlteil auf wahrscheinlich hier ein großes Zahnrad. Und das kann man auch drehen. Man sieht das, wie das funktioniert. Und dann dreht sich diese Welle und bewegt das Ding hoch und runter. Also wie geil ist das denn? Das ist eine super intelligente Konstruktion. Ich merke hier auch kaum Backslash. Man kann es vielleicht sehen, ein ganz klein wenig, aber das spielt bei dieser Art der Konstruktion überhaupt keine Rolle. Null. Also das ist ganz einfach gemacht und simpel und scheint mir sehr robust zu sein. Ich weiß nicht, wie er das da innen drin gelagert hat, aber das kann man sich ja mal anschauen, wenn man das da vorne abmacht. Mal Gelegenheit. So, jetzt sieht man noch eine Kurzer Einschub, nachdem ich das Teil jetzt verwendet habe und auch mal die Gebrauchsanleitung gelesen habe, weiß ich, dass das der Kalibrierungsschalter ist, wenn die Montierung eingeschaltet wird. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Dann haben wir hier oben die Mechanik für diese Wippe. Ja, auch da hat er Standardscharniere verwendet. Ordentliches Zeug gekauft und verwendet. So, nächste Komponente. Schauen wir uns mal den Antrieb an. Das sieht ja alles richtig, richtig schick aus. Alles CNC gefräst. Ordentliche Komponenten, ordentliche Kappler. So würde ich es auch selber bauen. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Ganz hervorragend gearbeitet. Super. Ja, auch die Verbindung, alles stabil und sinnvoll mechanisch gekoppelt. So, solange das Teleskop nicht draufsteht, werfen wir noch mal einen Blick hier auf die Mechanik. Wie gesagt, extrem robust. Also der Kollege hat ja hier dieses Ducktape drunter, ne, hat man schon gesehen. Und das liegt also hier auf einem richtig schön geriffelten Teil. Also ich glaube, da rutscht nichts durch. Da dürfte gar nichts. So, vom Backslash her sehe ich jetzt schon ein ganz klein wenig Backslash. Das ist aber egal. Ich kenne das auch von anderen Plattformen wie der Geoptik EATA. Das liegt an den Planetengetrieben von diesen Stepper-Motoren. Die sind nicht hundertprozentig spielfrei. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken, ob man das sehen kann. Ja, man sieht's, ne? Ganz deutlich. Das kommt nicht von der Mechanik, das kommt hier vom Stepper. Das ist aber nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Wenn der Dobson draufsteht, hat er immer einen, wie soll ich sagen, einen kleinen Zug in eine Richtung. Und so eine spielfreie Mechanik, die würde man vielleicht hinkriegen mit einem so einem Harmonic Drive. Die gibt es mittlerweile auch oder in vielleicht in ein paar Jahren. Dann kann man das ersetzen und dann hat man absolut spielfreien Trieb. So, dann hat er hier also einen sehr, sehr großen Kompass. Schön, den braucht man. Und auf der anderen Seite eine große Libelle, die braucht man auch zum Nivellieren. Kabel ordentlich verlegt. Alles sehr ordentlich verlegt. Keine blanken Enden irgendwo. Sehr schön. Gefällt mir. Richtig gut gemacht. Ist ein M3-Loch, also mehrere. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da flutschen natürlich dann wunderbar so ein Halter rein, den man braucht, um jetzt hier seinen Dobson drauf zu tun. Ich möchte euch kurz zeigen, wie das ist, wenn man den Controller auslöst. Bitte einfach mal ignorieren, was hier ist und dass da ein bisschen was draufklebt. Also, Controller gucken wir uns separat nochmal an, wenn man den einschaltet. Darum geht es jetzt hier. Was passiert hier? Wir sind im fotografischen Mode. Das ist der Dip-Switch. Ist oben der 6er, der letzte. Ich schalte das Teil ein und dann passieren zwei Dinge. A, wird sich die Wippe
hier vorne, also der Motor hier vorne, der wird nach unten fahren an den Schalter. Wenn er dort angekommen ist, wird er wieder hochfahren. Und gleichzeitig wird hier hinten die Plattform in die Home-Position gehen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich drücke hier drauf. Also in der R-Achse hinten passiert nichts, aber hier sieht man jetzt, das Ding fängt sich an zu drehen. Ja. Das heißt, das fährt jetzt hier runter. Ich hoffe, man kann das sehen. Jawohl. So, das nähert sich jetzt dem Schalter. Und in dem Moment, wo das jetzt unten gleich den Ausschalter erreicht, deswegen gehe ich jetzt gleich mal zurück, weil das gleich passieren wird, dann fährt, man sieht es hier, das in die Home Position. Das Schöne ist, der hat keine Schalter in dem Sinne, sondern der hat hier einen elektronischen Schalter, einen Annäherungssensor. Ich weiß nicht, ob man es, hier sieht man es sehr schön, also an der Stelle, ja. Und sobald du hier mit einem Metallstück drankommst, geht der in den Stop. So. Und dann hört das Ding auch auf zu blinken und geht in den normalen Modus über, hat auch gerade gepiepst und hat es gehört. Und jetzt ist er sozusagen im Tracking-Mode. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich bin echt mega gespannt, wie sich das Teil in der Praxis zeigt. Der Controller hat noch eine zweite Funktion. Und zwar kann man die EQ-Plattform damit einnorden. Oder ich sag mal so, es ist eine Hilfe, um die EQ-Plattform einzunorden. So, wie funktioniert das? Das ist eigentlich relativ einfach. Man schaltet den Controller an, während man den Button festhält. Dann fährt die Plattform in die Endposition. Also müsst ihr euch vorstellen, der Dobson steht jetzt drauf. Dann visiere ich den Polarstern an. Wenn ich das gemacht habe und habe den NCP, respektive der Uhrzeit, die gerade ansteht, im Mittelpunkt, dann drücke ich hier drauf und dann geht die Wippe in die Endposition. So, was heißt das? Wenn ich jetzt im Sucher den NCP nochmal anschaue, oder man kann dazu auch ein Nina nehmen oder irgendein anderes Programm, was so eine Funktion, Polsucher-Funktion bietet, dann kann ich das entsprechend justieren. Wenn ich das wieder gemacht habe, dann mache ich das wieder zurück und so weiter und so fort. Das mache ich so lange, bis die Plattform eingescheinert ist, sagt man. Wenn ich damit fertig bin, schalte ich die einfach aus und wieder ein und dann beginnt das übliche Prozedere. Da vorne nivelliert sich wieder die Deklinationsachse und wenn das Ding unten am Schalter angekommen ist, dann hört das Licht hier auch gleich auf zu blinken und das Ganze fährt in die Home-Position. Muss es jetzt nicht, weil da ist es schon und fängt gleich an mit dem Tracking. Machen wir mal noch die paar Sekunden ab, damit ihr das einmal gesehen habt. Wenn das aufhört zu blinken, fängt die Plattform an zu tracken. Sollte eigentlich gleich passieren. Wenn es nicht passiert, haben wir falsch gemacht. Ja, das ist ganz interessant. Also genau, das war's. Und jetzt fängt es an. 12 Sekunden können ganz schön lang sein. Und jetzt geht's ins Tracking. Ich mache jetzt mal, ich kann das leider nicht simulieren. Also nehmen wir mal an, die Plattform würde jetzt hier rüberlaufen, ne, so Stück für Stück. Ziehe die jetzt mal manuell hier rüber und kommt dann irgendwann hier an. So, dann ist sie fertig und fängt jetzt wieder an zu blinken. Das ist quasi dieser Automatikmodus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es einen Fehler meldet. Nee. Das ist noch nicht ganz fertig. Wartet dann in der Regel noch mal ein paar Sekunden. Und müsste dann nach diesen 12 Sekunden, die wir gerade schon gesehen haben, so relativ lang war, anfangen wieder in die, ja genau, macht sie auch,
fährt sie automatisch in die Startposition zurück. Man hat die Möglichkeit, das zu unterbrechen, wenn man das nicht will. Deswegen auch diese 12 Sekunden und das finde ich eigentlich auch gut. Ja. Fährt sie also ganz rüber und wenn sie angekommen ist, solange sie blinkt, arbeitet sie. Aber dauert es noch einen ganz kleinen Moment. Und jetzt geht es wieder weiter. Ist eine tolle Funktion. Also ich habe schon einen Beobachtungsabend hinter mir, das funktioniert einwandfrei. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das mit dem Einscheinern funktioniert, dann habe ich das in einem anderen Video nochmal detailliert erklärt. Deswegen mache ich an der Stelle Schluss, sonst wird das Video zu lang. Noch ein Wort zum Transportkonzept. Ihr erinnert euch, wir hatten ja so ein bisschen das Thema, dass dieser Dorn sich hier leicht löst. Ich habe 3 Velcros, also einmal hier vorne. Das geht über die gesamte Breite. Dann habe ich hier in der Mitte einen noch, der hier die beiden Komponenten miteinander verbindet, also die Wiege und das eigentliche EQ-Plattform. Dann habe ich hier einen und ich habe hier auf der Seite einen, damit die Segmente hier sind. Unter den Segmenten ist, so wie es auch default ausgeliefert war, einfach jeweils ein Stückchen von dieser Folie, etwas dickeren Folie. So, und da kann eigentlich auch nichts passieren. So, jetzt ist er eigentlich betriebsbereit. Jetzt muss man sich nur noch überlegen, wie man hier das Teleskop drauf macht. Dann werde ich versuchen, in knapp 5 Minuten die wichtigsten Dinge nochmal zusammenzufassen. Zu den allgemeinen Daten. Der Preis von 1.300 € ist meiner Meinung nach voll gerechtfertigt. Das Gerät kommt ja aus Ungarn, also aus Europa. Der Preis ist deshalb ein europäischer, deutscher Preis. Ich habe es über TS, Teleskop Express, Teleskop Service bezogen. Und wenn man das mit anderen Plattformen vergleicht, ist das absolut in Ordnung. Das Gewicht von 9 Kilogramm ist super. Das ist ein schöner Sweet Spot zwischen deutlich belastbar, ja, bis hin zu Leichtbau. Das Material ist Aluminium und die Komponenten, die hier verbaut sind, sind durchweg alle einwandfrei, stabil, massiv und eben trotzdem leicht, wie diese Aluminiumrohre, also diese Vierkantrohre 80×20, die hier so standardmäßig verwendet werden. Die Belastbarkeit ist vom Hersteller bis zu 70 Kilogramm angegeben, plus minus. Das ist eben auch dieser massiven Bauweise geschuldet und intelligenten Bauweise geschuldet und den großen und kräftigen Aluminiumblechen, 10 mm Blechen, nur 8 mm Blechen, die er da eingesetzt hat für die Segmente. Und laut Hersteller ist das bis 12 Zoll geeignet. Das sind 12 Dobson. Er sagt aber auch und räumt auch an gegebenenfalls größer. Und wie man hier sieht, bei einem Leichtbaudobson wie meinem und vor allen Dingen einem, der gut balanciert ist und sich gut bewegen lässt, ist das durchaus auch für mehr geeignet. Dann noch zum Antrieb. Der Antrieb besteht in der Rektaszensionsachse, also an den Segmenten aus Stepper und Planetengetriebe über eine Laufrolle. Die Laufrolle wird über ein Ducktape ein bisschen abgefedert oder hat mehr Grip. Man muss sagen, dass das Planetengetriebe ein leichtes Getriebespiel hat. Ich kenne diese Motoren, das ist normal und es ist visuell überhaupt nicht kritisch. Also ich habe da nichts gemerkt. Fotografisch muss man jetzt einfach mal testen, besonders wenn das Ding durchschwingt. Der Dobson hat in der Regel immer die Tendenz, in eine Richtung zu drücken und von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass es nicht gut ist. Man hätte aber ein qualitativ etwas besseres Planetengetriebe wählen können. Die gibt es. Der Antrieb in Deklination ist auch ein Stepper und Planetengetriebe. Das Planetengetriebe ist hier besser. Das kann man deutlich fühlen und merken. Der Antrieb erfolgt über eine Spindel und die wird wiederum über einen Riemen angetrieben, also sehr gut. Zum Sonstigen, die Reparaturfreundlichkeit. Also insgesamt kann man halt sagen, es sind nur Normteile und dadurch ist das Teil
generell gut reparierbar. Man weiß nie, was passiert. Da habe ich schon alles Mögliche erlebt und von daher ist das sehr zukunftssicher, die Konstruktion. Die Bedienung, das ist eine durchdachte Einknopfbedienung, die gibt überhaupt keine Rätsel auf, ist kinderleicht und der Automatikbetrieb ist einfach klasse in der Nacht. Kabelmanagement ist alles ordentlich verlegt. Für den Betrieb ist das okay, aber für die Wartung, insbesondere wenn man den oberen Teil und den unteren Teil auseinander nimmt, ist das nicht so gut und hier besteht die Gefahr, dass man eben Kabel abreißt. Deswegen muss man selber für eine Zugentlastung sorgen. Das finde ich, hätte der Hersteller ein bisschen besser machen können und wird er mit Sicherheit auch tun, ist keine große Sache. Ich habe das mit Duct Tape gelöst und es gibt hier wirklich einen kleinen Punktabzug. Man kann es aber einfach machen und wenn was abreißt, kann man es auch einfach reparieren. Deswegen jetzt kein riesen Punktabzug. Zum Hersteller. Der Hersteller ist TMS Astro aus Ungarn. Der Tamás Horváth heißt der, hat eine Webseite. Die Distribution erfolgt eben über ihn selber offensichtlich, obwohl auf der Webseite aktuell man diese Plattform noch nicht beziehen kann. Oder eben über TS, Teleskop-Service. Vielleicht gibt es ja auch noch woanders, ich habe es noch nicht gesehen. Ja, Zukunftssicherheit. Der Hersteller, also den gibt es schon seit über 5 Jahren und man sieht auch ganz klar hier eine Iteration der Geräte und eine stetige Verbesserung des Controllers und deswegen auch eine ganz klare Eins. Es ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt leider sehr viele Hersteller, die auf dem Markt ankommen und dann aber auch wieder sehr schnell verschwinden, wie man das bei der TEP gesehen hat, oder die sich überhaupt nicht weiterentwickeln, wie man das bei der G-Optik gesehen hat. Da könnte ich noch ganz andere Sachen drüber erzählen, das lasse ich jetzt. Ja, Kontakt zum Hersteller, super. Ich habe es per E-Mail gemacht, er hat aber auch eine Facebook-Seite, ich glaube auch Instagram, aber weiß nicht, ob er da reinguckt. Jedenfalls hat er auf meine Anfrage relativ schnell reagiert, so 2 Tage oder was, also völlig normal. Übers Wochenende war das auch, glaube ich. Unkompliziert, sehr netter Kontakt. Ja, jetzt zu den Testergebnissen. Ich habe unterschieden visuell und fotografisch. Fotografisch habe ich eben noch nicht gemacht, aber zum visuellen Test kann ich sagen, die Nachführgenauigkeit ist exzellent. Also ich habe das Objekt die ganze, also nicht eine ganze Stunde, weil man beobachtet nicht eine ganze Stunde, aber so eine Viertelstunde schon drin gehabt und man merkt ja bei hohen Vergrößerungen, ob das Ding rausläuft oder nicht. Punkt genau. Allerdings Einschränkung, nur wenn man das ordentlich einscheinert. Und das habe ich gemacht, weil das relativ einfach geht mit dieser Einordnungshilfe, sage ich mal, und auch der Anleitung, die ich ja im ersten Teil des Videos beschrieben habe. Stabilität, ja, ihr habt an den Bildern gesehen, da steht ein 40 Kilogramm Dobson drauf, ein 16 Zoll Dobson. Der ist allerdings, muss ich dazu sagen, A, ein Leichtbau-Dobson. Und B, ist er gut balanciert. Also da muss man sagen, ich würde da, es ist wichtig, ne? Also er läuft sehr leicht, er ist gut balanciert und wenn er jetzt ein irgendein hakeliges Riesengerät hat, was einen sehr hohen Schwerpunkt hat, dann wäre ich bei der Plattform vorsichtig. Und der Tamás Horváth sagt ja auch ganz klar, das Gerät ist bis zu 12 Zoll Dobson zugelassen und mehr würde ich dann eigentlich auch nicht machen. Wie gesagt, zum Praxistest und fotografischen Text nochmal im 3. Teil mehr. Es gibt also eine Gesamtnote von 1, die ich nach den bisherigen Erfahrungen auch voll vertreten kann. Ein Beobachtungsabend, beziehungsweise gestern Abend kam noch einer hinzu. Ich bin aber verhalten vorsichtig immer erstmal, deswegen mehr dazu im Teil 2 des Videos, wo es dann auch um die fotografische Funktion geht, also die Nachführfunktionalität mit SD4. Jetzt erstmal vielen Dank für eure Geduld und euer Interesse. Ich wünsche euch Clear Skies und viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut oder vorhabt. Ciao.